Münchner werden dieses Gebäude vermutlich kennen. Das Haus der Kunst, ein internationales Zentrum für zeitgenössische Kunst. Aber wusstet ihr, dass dieser Ort auch eine dunkle Geschichte in sich trägt? Eine Geschichte, die uns schmerzhaft vor Augen führt, wie gefährlich es ist, wenn Kunst zum Handlanger einer Ideologie degradiert wird. Heute schauen wir uns an, wie die Nationalsozialisten dieses Haus als ihr Schaufenster für sogenannte deutsche Kunst missbrauchten und wie es heute zu einem Mahnmal gegen eben jenes verbrecherische Regime geworden ist. Es gibt einige überraschende Fakten zu entdecken. Wir schreiben das Jahr 1933. Der Grundstein für das, was einmal das Haus der deutschen Kunst werden sollte, wird persönlich von Adolf Hitler gelegt. Das ist kein Zufall, denn das hier ist kein kleines Bauprojekt. Es ist das erste monumentale architektonische Statement der Nazis. Das neue Gebäude sollte den durch einen Brand zerstörten Münchner Glaspalast ersetzen, aber mit einer ganz anderen neuen Botschaft. Einer von Hitlers Lieblingsarchitekten, Paul Trost, entwirft einen Bau im neoklassizistischen Stil, oft als totalitärer Klassizismus bezeichnet. Die massive Steinbauweise soll Ewigkeit, Stärke und die angebliche Unvergänglichkeit der NS-Ideologie verkörpern. Im Inneren roter Marmor aus Tegernsee. Klingt dramatisch, oder? Das sollte es auch sein. Die starre Symmetrie, die edlen Materialien, alles darauf ausgelegt, die nationalsozialistischen Ideale von reiner, arischer Kunst zu feiern. Dieses Gebäude war nicht nur ein Ort für Kunst, es war Kunst als Propaganda. Ein Werkzeug, das uns heute noch die Macht von Symbolen vor Augen führt. Hitler selbst sah sich als oberster Kunstkritiker und war überzeugt, dass unsere Gebäude entstehen, um unsere Autorität zu erhöhen. Er meinte, deutsche Kunst sei die stolzeste Verteidigung des deutschen Volkes. Was für eine zynische Sicht auf die eigentlich universale Sprache der Kunst. Ab 1937 wurde das Haus zur Bühne für die große deutsche Kunstausstellung. 8-mal fand sie bis 1944 statt. Hier zeigt sich, wie wichtig die Kunstausstellungen für die Propaganda waren. Denn von den 8-mal, die die Ausstellung stattfand, liegen 5 Ausstellungsjahre im Krieg, die letzte sogar noch im letzten Kriegsjahr. Die Kunstausstellungen stellten eine ähnliche Ablenkung von den Kriegsentbehrungen dar wie das Kino. Doch wer durfte entscheiden, was ausgestellt wurde? Erst eine Jury, unter anderem Hitlers Leibfotograf Heinrich Hoffmann und der Direktor des Hauses Karl Kolb und, surprise, surprise, am Ende entschied immer der Führer persönlich. Hier wurde die Kunst gezeigt, die der nationalsozialistischen Ideologie entsprach. Realismus, Naturalismus, hauptsächlich Landschaften, Porträts, Tierdarstellungen, Themen wie Militärszenen, Porträts des Führers, klar. Aber auch deutsche Landschaften, die Blut- und Bodenideologie und traditionelle Szenen wurden verherrlicht. Sogar unverfängliche Seestücke bekamen Titel wie Das neue Deutschland, um sie ideologisch aufzuladen. Trotz allem strömten Hunderttausende Besucher in die große deutsche Kunstausstellung. Allein die erste zog 600.000 Menschen an. Aber war das echte Begeisterung für die Kunst der Nazis oder eher ein Ausdruck des gleichgeschalteten Kulturlebens in Deutschland? Nur einen Tag nach der ersten großen deutschen Kunstausstellung und quasi direkt um die Ecke eröffnete am 19. Juli 1937 die entartete Kunstausstellung. Diese zeitliche und räumliche Nähe war eine gezielte, zynische Propagandastrategie. Hier sollte ein klarer Kontrast geschaffen werden. Die gute, gesunde NS-Kunst gegen die als entartet verleumdete moderne Kunst. Doch was war entartet? Alles, was nicht ins Weltbild der Nazis passte. Kubismus, Expressionismus, neue Sachlichkeit, Dadaismus. Joseph Goebbels höchstpersönlich ordnete diese Horrorshow an. Die Werke wurden aus deutschen Museen konfisziert und dann chaotisch und viel zu eng aneinander aufgehängt. Zusätzlich mit beleidigenden Slogans versehen, um das Publikum zum Spott zu animieren. Es sollte ein Gefühl des Ekels und der Empörung erzeugt werden. Der größte Clou: Diese Ausstellung war ein noch größerer Publikumserfolg als die Ausstellungen der Nazikunst. Über 2 Millionen Besucher in München, über 3 Millionen insgesamt während der Tour durch Deutschland und Österreich. Es war die bis dahin meistbesuchte Ausstellung moderner Kunst. Eine morbide Neugier, die Angst vor dem Falschen oder einfach das Bedürfnis, das Verbotene zu sehen.
Das Regime nutzte diese Zahlen, um seine kulturelle Säuberung zu rechtfertigen. Der Umgang mit dieser entarteten Kunst zeigt aber, wie zynisch und auch pragmatisch das System mit seiner Ideologie umging. Viele der konfiszierten Werke wurden nicht einfach zerstört. Nein, sie wurden im Ausland verkauft oder gegen andere Kunst getauscht. Das Regime nutzte diese entartete Kunst als eine Art Währung, um sich zu finanzieren oder andere Werke zu erwerben. Ein Beweis dafür, dass selbst in der ideologischen Verblendung ein eiskalter Pragmatismus steckte. Doch wie erging es den Künstlerinnen und Künstlern, die diese Werke geschaffen hatten? Wenn sie nicht schon gestorben waren, wie Franz Marc, der im Ersten Weltkrieg gefallen war, Künstlerproteste im klassischen Sinne waren im NS-Regime lebensgefährlich. Berufsverbote, Verfolgung, sogar Mord, wie bei Otto Freundlich, der im KZ Lublin-Majdanek ermordet wurde. Tausende Kunstwerke wurden beschlagnahmt, darunter von Koryphäen wie Emil Nolde, der mit 1052 konfiszierten Werken der am häufigsten betroffene Künstler war. Innere Emigration, das heimliche Weiterschaffen im Geheimen, war für viele Kunstschaffende ein Ausweg. Es war ein Überlebenskampf, der zugleich die künstlerische Integrität bewahrte. Für viele war der Akt des Schaffens an sich schon Protest. Nach 1945 durchlief das Gebäude eine radikale Wende. Zuerst wurde es von den US-Besatzungstruppen als Offizierscasino genutzt. Nazi-Symbole wurden entfernt, der Namenszusatz der Deutschen gestrichen. Im Inneren gab es sogar ein Basketballfeld. Diese doch sehr profane und pragmatische Nutzung sollte den ideologisch aufgeladenen Raum seine heilige Aura nehmen. 1946 wurde es zum Haus der Kunst und entwickelte sich zu einem Gegenentwurf zur NS-Kunstpolitik. Ausstellungen von entarteter Kunst wie der Blaue Reiter oder Picasso-Retrospektiven suchten aktiv den Anschluss an die internationale Moderne. Heute hat das Haus der Kunst keine eigene Dauerausstellung. Es ist ein dynamischer Ort für temporäre und Wanderausstellungen mit klarem Fokus auf zeitgenössische Kunst. Es geht um die Zusammenarbeit mit lebenden Künstlern, darum, den kunsthistorischen Kanon neu zu bewerten und visionäre Praktiken mit neuen Experimenten zu verbinden. Und das Wichtigste, seit Mitte der 1990er Jahre setzt sich das Haus der Kunst aktiv und transparent mit seiner eigenen, belasteten Vergangenheit auseinander. Es hat sein Archiv, wichtige Publikationen veröffentlicht und macht detaillierte Informationen online zugänglich. Das Haus der Kunst in München steht heute als ein physisches Denkmal für die Macht der Propaganda und die Zerstörung der Kunstfreiheit durch totalitäre Regime. Seine monumentale Architektur erinnert uns daran, wie scheinbar unschuldige Gebäude für die brutalsten Zwecke missbraucht werden können. Heute ist das Haus der Kunst ein Ort der Reflexion und der Förderung zeitgenössischer Kunst. Er zeigt uns, wie ein Ort mit dunkler Vergangenheit durch bewusste Neuausrichtung und transparente Auseinandersetzung zu einem Symbol für kulturelle Erneuerung werden kann. Was denkst du über das Haus der Kunst? Sollten NS-Gebäude lieber abgerissen oder neu genutzt werden? Teile deine Gedanken in den Kommentaren.